Action! So, meine Lieben, es ist soweit. Naja, noch nicht ganz. Wir haben Sonntag. Mittwoch ist der Abreisetag. 12 Uhr planen wir loszufahren. Inshallah klappt das auch so. Aber jetzt tun wir erstmal die Sachen der Kinder packen. Medium war schon fleißig. Sie hat ihren Koffer schon gepackt. Da muss ich nicht mithelfen. Aber die Koffer der Kinder, also ich mache einmal eine Jungstasche und eine Tasche für die 4 Mädels bereit. Das machen wir jetzt einmal gemeinsam. Dann zeige ich euch noch ein paar Sachen, die ich gekauft habe, die eigentlich noch praktisch sind für den Urlaub. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen oder ist hilfreich. Und dann erzähle ich euch gleich nochmal die ganzen wichtigen Sachen für diejenigen, weil ich habe gemerkt, auch über Instagram, ich habe ja sehr viel Infos bekommen von anderen, auch eben von Familie, Bekannten, sehr, sehr viel gesammelt, mir sehr viel aufgeschrieben, weil es ja unser erstes Mal ist, dass wir mit dem Auto in die Türkei fahren. Deswegen denke ich, dass es für den einen oder anderen bestimmt auch hilfreich ist, der das noch nicht gemacht hat oder beziehungsweise wie es auch gerade so ist mit den Regeln und wegen Corona und so weiter. Werde ich euch das auch gleich sagen, aber erstmal packen wir die Taschen. Ich denke, meinen Koffer mache ich morgen. Ja, den mache ich morgen ganz in Ruhe. Ich werde den so ein bisschen outfitweise einpacken. Genau, ich zeige euch, wie ich das jetzt mal bei den Mädchen mache. Ich glaube, bei den Jungs mache ich es ein bisschen anders, aber bei den Mädchen machen wir es auch jetzt so, dass wir es nach Outfit, also dass wir direkt, ne, zum Beispiel Hose mit einem T-Shirt, dass es ein Outfit ergibt und dann das Ganze zusammenrollen und dann in die Tasche packen. Wir hatten ja auch sehr, sehr viel gesagt, dass Koffer nicht so praktisch sind zum Stapeln. Wir haben aber Gott sei Dank noch so eine Dachbox. Oder das hat noch so einen anderen Namen, das habe ich vergessen. Genau. Aber auf jeden Fall so eine Dachbox fürs Auto, wo wir dann auch nochmal die Taschen reinmachen können. Das ist sehr hilfreich, weil unser Kofferraum ist sehr, sehr klein. Werde ich euch natürlich zeigen, wie das Ganze dann aussieht, wenn wir das dann versuchen reinzuquetschen. Genau, ansonsten, ja, könnt ihr mir auch noch in die Kommentare schreiben. Achso, sorry, falls es so, ich hoffe, das ist mit dem Ton, ob das jetzt funktioniert, weil der Ventilator ist an. Wir haben so eine Hitze hier. Unglaublich. Nicht normal. Ich hoffe, es ist okay und stört euch nicht. Aber es geht und der Ventilator geht gerade gar nichts. Genau, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben. Ich bin selber sehr, sehr gespannt, wie teuer dieser ganze Urlaub wird. Es war ja alles sehr, sehr spontan. Ich werde euch sowieso ja mitnehmen und euch auch nochmal genau sagen, wo es denn überall hingeht, wo wir übernachten und so weiter. Aber ich bin sehr gespannt, ja, wie viel uns diese 5 Wochen Türkei-Urlaub mit Fahrt ins Auto und verschiedenen Übernachtungen, wie viel das Ganze uns kosten wird. Da bin ich selber sehr neugierig. Ich habe so ein ungefähres Budget, was ich ausgerechnet habe, aber man weiß eh nicht am Ende, wie es dann wird. Deswegen schreibt mal gerne in die Kommentare, was vermutet ihr, wird uns dieser 5-wöchige Türkei-Urlaub als 10-köpfige Familie kosten? Was denkt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Wir werden auf jeden Fall am Ende des Urlaubs einen Kassensturz machen und ja, gemeinsam mal durchrechnen, wie teuer das Ganze war. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, genau. Aber, Kinder, los geht's! Tasche packen, Outfits zusammensuchen. Zu viel will ich auch nicht einpacken. Ich meine, wir haben ja da in der Unterkunft eine Waschmaschine. Und ja, wenn was ist, ich meine, shoppen werden wir vielleicht auch noch ein bisschen gehen. Aber ich habe ja viel Sommerkleidung, habe ich ja viel für die Kids gekauft. Vielleicht eher so was in Richtung Herbst dann eher. Ja, aber deswegen will ich nicht allzu viel mitnehmen. Mal schauen, wir haben jetzt die große Tasche, ob das da alles reinpasst. Aber werden wir sehen. So, wir fangen an jetzt mit den Mädels. Wir haben hier einmal diese Tasche. Mal gucken, ob das reicht. Ich hoffe, das reicht. Schau mal, wir machen mal diese Technik, diese Rolltechnik. Wir fangen hier an, weil hier haben wir die Röcke, die Sommerhosen und die T-Shirts. Also, sagt mir auf jeden Fall, welche Röcke wir so mitnehmen wollen. Also den Rock zum Beispiel auf jeden Fall. Dann legen wir das hier hin und dann machen wir das passende T-Shirt. Warte mal, das sieht ganz schön zerknittert aus. Ich mache das mal nochmal schöner. So. Und dann nehmen wir nämlich das T-Shirt, was ihr zu dem Rock anzieht, gleich hier mit rein und rollen das Ganze. So, dann den Rock auch. Wollt ihr den auch mitnehmen? Ja. So, dann nehmen wir den Rock mit. Also wir nehmen so eine Runde Röcke, eine Runde, naja, eine Runde nicht mehr. Mehr als eine Runde. Ach so, den auf jeden Fall. Der war ja auch, die haben wir ja alle neu geholt. Ja. Sieht schön aus, ne? Ja, das und das. Ne? Dann würde ich das so
Warte mal, dann würde ich das so hier rauf tun. Mit Küken. Dass das schön wird. Und dann rollen wir das Ganze. Aber ist schon enger. Ist doch eng, guck. Und so, dann holt ihr so raus. Und dann haben wir ein Outfit fertig. So, zu dem nächsten Rock. Ein T-Shirt. Das passt nice. Was? Ja, das passt gut, ne? Ja. Was? Ja. Das hat nämlich den gleichen Farbton. Jetzt ist die Schublade dran mit den Sommerhosen. Machen wir jetzt auch wieder passend. Hose und gleich Outfit. Das ist eigentlich, also ich weiß nicht, wer mir diesen Tipp gegeben hat. Also mit dem Rollen haben mir viele den, das habe ich schon letztes Jahr, hatte ich schon mal mit den Rollen gepackt. Das war nämlich sehr praktisch. Hat mir welche den Tipp gegeben. Und ja, aber dass ich so, ich glaube letztes Jahr, wo wir in Bad Saro waren, habe ich aber nicht so gepackt, ne? Ja. Ich finde, das ist aber wirklich praktisch so. Das ist auch dann für die Kinder gut, dass wenn wir zum Beispiel dann im Hotel sind, dass ihr das eigentlich direkt so die Sachen auch so einpackt, dass ihr dann nicht so lange braucht, ne, wie es so ist, ne, die Mädels kommen jetzt in so ein Alter, wo die 3 Stunden vorm Strang stehen und überlegen, was soll ich denn anziehen? Oder die wissen nicht ganz, wie sie so die Teile kombinieren sollen und suchen immer meine oder die Hilfe ihrer großen Schwester. Von daher ist das ja praktisch. Und wir machen das auch gemeinsam, ne? Falls ihr hier Ideen habt, dann könnt ihr euch mit einbringen. Weil ich mache das erstmal immer so, damit ich sehe, wie viele ich habe. Nummer 1, ich lege das einmal dahin. Eine Hosenoutfit. Dann genau diese. Wir haben ja extra diese Leinhosen geholt. Die sind ja super schön luftig. Und dazu auch einfach ein Shirt. Zweites Outfit steht. Nächste Hose. Welche wolltet ihr noch? Die ist ja auch neu von den Leinhosen, die wir gekauft haben. Ne? Ja. Da kannst du auch so von diesen längeren neuen T-Shirts. Welches wollen wir da nehmen? Was ist das? Das ist ja nicht so ein... Das ist kein. Bis da. Ja, ich bin ja super, super froh, dass ich es wenigstens noch geschafft habe, die ganze Wäsche zu machen. Ne, also vor allem habe ich jetzt vorgestern genau die Sachen gewaschen, die ja die Kinder unbedingt mitnehmen wollen. Oder ich, also wir alle. Deswegen, da bin ich echt super froh. Deswegen, ein paar Sachen hängen da noch, die müssten aber mittlerweile auch schon trocken sein. So, achso, die Hose wollt ihr auch unbedingt? Okay. Da haben wir jetzt schon 1, 2, 3, 4. Achso, da waren auch noch 2, 3 von den neuen Hosen auf dem Wäscheständer. Diese, das waren ja auch die von Zara, die ich geholt hatte. Die Jungs haben neue Frisuren. Ich habe die heute zum Friseur geschickt. Zeig mal, Adam ja auch. Wir haben die Seiten schön gekürzt, damit man nicht so, ne, damit es angenehmer ist bei der Hitze. Aber oben alles lang gelassen. Sieht nice aus. Sonst haben wir ja oben auch gekürzt. Ne? Zufrieden? So, ja. Also, da ja schon teilweise, also, nee, ich habe ja schon gesagt, ne, wenn wir die Autofahrt in die Türkei machen, die fast 3 Tage lang, habe ich ja gesagt, wir werden ja nicht nur die ganze Zeit hier Filme gucken über Tablets, sondern
auch ein bisschen was fürs Hirn tun oder beziehungsweise auch mit Lesen beschäftigen. Und da ihr ja schon die 9 Bücher fast durchgelesen habt, haben wir uns gedacht, na komm, wir machen noch eine Runde. Und weil Maligusa nicht so gerne liest, dachte ich, naja, das liest du doch bestimmt, oder? Oder? Warte, so, das ist die Seite. Hä? Ja, das das geht immer so. Das ist ein Manga. Ne? Ach so, wie bei Kurania. Ja. Allah. Und, wirst du das lesen in der Autofahrt? Ja. Ja? Ja. Okay, und wenn du fertig bist, dann gibst du es Ahmed, ja? Weil ihr habt ja noch die 2 Bücher, ihr habt die noch nicht gelesen, ne? Ich bin jetzt gleich fertig. Und dann habe ich noch. Du hast das andere noch nicht gelesen? Also ich lese gerade. Ist nice. Okay, aber das, was Adam schon gelesen hat, nimmst du ja trotzdem noch. Ich habe extra Das den hast du Band nicht genommen, gelesen. wo Naruto drauf ist. Dann, weil Adam auch schon gelesen hat, dann kriegt Adam das hier. Harry Potter. Den Teil haben wir nicht, oder? Ja. Siehst du? Ja, weil wir haben extra geguckt, den Teil haben wir nicht, ne? Okay? Ja, den wollte ich auch die ganze Zeit lesen. Ja, und dann hast du ja noch die 2 anderen Bücher noch. Warum sind die 2? Ja, weil du liest nicht, Adam liest so viel. Der hat schon alle Bücher durchgelesen. Du hast noch so viel zum Ich habe nicht Lesen. mal ein Buch gelesen. So, and for the girls haben wir... Was ich schon immer wollte. Was ist das andere? Alle 4 Bände. Ich will das. Ihr könnt euch ja abwechseln, ne? Wenn einer gelesen hat, dann liest der andere. Wann ist Weißt das du noch, wir Ich wollten weiß die nicht, ob ich bestellen das und schaffe. haben aus Versehen auf Englisch Ja, bestellt. ich wollte das Buch haben. Mama, zeig mal. Und wir Rapunzel. nehmen aber trotzdem noch die Bücher, mit den langen die Haaren. anderen Bücher auch mit. Weil ihr müsst bedenken, wir haben ja auch noch die Rückfahrt, ne? Ich weiß nicht, ob ich Genau. das ganze Buch schaffe. Hört ihr? Das ist diese mit den langen Haaren. Rapunzel. Und Zeynep hat Dings. Da ist Ja. Rapunzel, Schneewittchen, Ja, schon. Das Ariel und Dornröschen. Das sind Medium ihre. Zeig. Medium ihre. Keine Ahnung, was das ist. Mangassen. Hinten ist ja Dings drauf, das habe ich gar nicht gesehen. Jugend von heutzutage. Also, genug zum Lesen haben wir dann also, ne? Ja. Mit den anderen 9 Büchern zusammen, wie gesagt, ne? Aber Wenn dann der eine gelesen hat, kann es ja auch dem anderen abgeben. Weil, wie gesagt, Rückfahrt ist ja dann, müsst ihr auch noch mal erzählen. Ne? Okay? Zufrieden? Ja. Gut. Auf die Hinterseite ran. Dann zeig ich euch jetzt noch... Alt. Jung. Alt. ich kann gesehen. So sieht sie später aus. Bei den anderen auch. Guck mal, da ist der Apfel und auf der Rückseite ist der verrottete Apfel. Ne, sie hat sich in sie verwandelt. Ach so, guck mal, hier der Drache. Guck mal bei Ariel. Sie hat sich doch in Die diese ist eigentlich Dings. so hässlich, aber sie hat sich Cool. Und ich zeige euch jetzt noch schnell, was ich bei Rossmann und Action geholt habe für den Urlaub. Genau, vielleicht ist es ja hilfreich für den einen oder anderen. Da waren nämlich coole Sachen, die jetzt passend für den Urlaub sind. Und falls jemand von euch später losfährt als wir, könnt ihr das dann vielleicht euch noch besorgen. Genau. So, ich zeige euch jetzt noch schnell, was ich bei Action und Rossmann Schönes besorgt habe für den Urlaub. Ja, wo ich denke, dass das wichtig ist mitzunehmen. Ja, ich weiß, man kann alles in der Türkei kaufen, teilweise auch günstiger, aber es geht ja darum, wir fahren ja direkt nach Istanbul, dann da Yalova ist das, glaube ich, in dieses Strandhotel. Ist das das Hotel? Naja, es sind halt so Bungalows. Auf jeden Fall, wir sind da ja wirklich direkt nur mit, um am Pool zu chillen. 5 Tage. Also ich habe dann keine Lust, dann irgendwie dann in die Stadt zu fahren und irgendwas zu kaufen, was mir dann fehlt. Deswegen habe ich die wichtigsten Sachen, die ich für den Anfang brauche, einfach geholt. Weil, wie gesagt, ich dann keine Lust habe, da dann einkaufen zu gehen. Und dann, wenn wir ja dann sowieso in Samsung sind und dann Dinge brauchen, wenn wir da eh ganz normal einkaufen. Aber ich dachte so als Start, vor allem auch für die Autofahrt, habe ich coole Sachen bekommen. Fangen wir mal an bei Action. Dort unter anderem eben, weil wir im Pool sein werden, lauter solches, ja, Pool, wie nennt sich sowas? Ein aufblasbare Pool-Spielzeug halt, ne? Ein Krokodil, dann so eine, ja, so eine Liege. Dann habe ich jeweils zweimal einen Ball geholt. Wo ist der andere? Weiß ich nicht. Zweimal so eine Liege. So. Achso, hier ist der zweite Ball. Und nochmal so ein größeres Schildkröte. Na, Schildkröte eben. Was habe ich hier noch geholt? Ach so, ja. Eine After Sun Moisturizer. Ich dachte, naja, wenn ich mich da so ein bisschen verkohle, dann brauche ich so einen After Sun
Moisturizer. Nicht mal dahin. Das kommt bei mir. Achso, und ich habe solche Pappbecher geholt, weil, da hat mir das gesagt, irgendeiner von unseren Bekannten meinte, nimm ruhig Cornflakes mit, weil, ja, man wird ja, also wir werden ja viel eher so Teigsachen mitnehmen, ne? Porcher, das sind so eine Art Milchbrötchen auf Deutsch gesagt, Pizzaschnecken, also es wird eher sehr teiglastig und wenn die Kinder einfach mal keinen Bock haben, dann dachte ich, nehme ich ein bisschen Müsli mit oder so oder Cornflakes mit Milch. Wir benutzen ja eh Hafer- oder Mandelmilch, von daher denke ich, wird die nicht schlecht. Wir haben ja eh auch Kühlbox, von daher dachte ich, ach, falls die da eine Runde irgendwie was löffeln wollen, haben wir das sicherheitshalber. Denke ich, ist ganz praktisch. Genau. Was wir alles noch zu essen machen, das werdet ihr auch noch sehen. Dann bei Rossmann, das war richtig super, da hat mein Mann auch gesagt, gut, dass du es geholt hast, und zwar solche Sonnenrollos. Für die Seite vom, also die Beifahrerseite und die Fahrerseite, weil hinten haben wir abgedunkelte Fenster, also die Kinder haben dann kein Problem mit der Sonne, die Fenster sind abgedunkelt, aber ja, die vom Beifahrer und vom Fahrer eben nicht. Und ja, ich bin ja ich passe ja halt immer sehr auf, dass mein Gesicht nicht zu viel Sonne abkriegt, deswegen, ja, ist das ganz gut, weil ich fühle mich dann auch immer gestört, wenn die Sonne von der Seite blendet. Deswegen war das praktisch von Rossmann für 6,99. Dann habe ich zweimal so ein Organizer geholt. Das fand ich auch richtig praktisch. Zweimal für die eine Bank und für die andere Bank, für 2 Bänke. Dann können die Kinder da das Tablet hinmachen. Ne, weil wenn es dann in der Mitte ist, dann können alle 3, die dann da sitzen, gemeinsam dann gucken oder irgendwas ablegen. Ne? Also ich dachte, so praktisch 4,99 zweimal. Dachte ich, das ist ganz gut. Dann feuchte Tücher. Habe ja keine Babys mehr, aber gerade so auf Reisen sind natürlich feuchte Tücher sehr, sehr praktisch. Habe ich in groß und auch in klein für die Handtasche. Also ich habe mir gedacht, na, auch wenn wir so unterwegs sind dann später, dann sind solche feuchte Tücher immer gut in der Tasche zu haben. Dann natürlich auf die Reise auch feuchtes Toilettenpapier, ganz wichtig. Dann habe ich gegen Übelkeit, wirkt natürlich, pflanzlich, ist rein pflanzlich, ist auch vegan zum Glück. Genau, habe ich gelesen. Wo stand das? Ah, da steht ja vegan. Genau. Also gegen Übelkeit, ne, da haben mir doch ein paar von geschrieben. Ich glaube auch in dem letzten Video unter den Kommentaren, dass, ja, lieber sicherheitshalber mitnehmen. Man weiß ja nie bei so einer langen Autofahrt, vielleicht wird einem doch übel. Dann haben wir wenigstens das dabei. Dann, ich weiß nicht, ob das gut ist, aber ich meine, ich habe das bei mehreren gesehen. Auch bei Rossmann gab es diesen, wie heißt das? Bite Away. Für die symptomatische Behandlung von Insekten, Stichen und Bissen. Ne, also wenn man dann irgendwie einen Mückenstich hat oder irgendwie einen Insektenbiss oder Stich, dass man dann das direkt drauf macht und dann eben ja sozusagen chemiefrei, keine Ahnung, was damit passiert, aber ich meine, ich habe das irgendwo mal auf Instagram gesehen bei jemandem, der das benutzt hat. Ich glaube, das war 24 € oder so. Weil ich könnte mir mal schreiben, ob ihr gute Erfahrungen mit sowas habt, aber ja, habe ich mitgenommen. So, dann ja noch mehr natürlich alles sehr, sehr vielfach, ne? Dann nochmal, ja, einfach neue Zahnbürsten, damit wir direkt auf Reisen gleich neue Zahnbürsten mitnehmen. Ist halt immer gut für die Kids. Dann zum Beispiel solche kleinen Ohrstäbchen. Ne? Man weiß ja auch immer nicht, ne? Was hat man im Hotel, was hat man nicht. So wichtige Sachen, die man braucht. Ja, Zahnpastas. Dann habe ich auch noch so ein Aloe Vera Intensivfeuchtigkeit für Gesicht und Körper mit 90% Aloe Vera. Oh, das sieht auch so glibberig aus. Also auch da dachte ich nach dem Sonnenbaden oder so, wenn da einer doch irgendwie so ein bisschen, ja, zu viel Sonne abgekriegt hat, was wir nicht hoffen, denn ich habe ja nochmal Sonnenschutz noch mehr eingekauft. Im letzten Video waren es ja schon viele Tuben, aber ja, genau. Dann mal eben so eine Aloe Vera Creme. Dann eben ganz viel Duschgel, weil, ja, wie gesagt, wir sind ja dann erstmal da in der Unterkunft mit Poolen und da jeden Tag schwimmen und duschen. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob da halt Duschgel ist, deswegen habe ich einfach mitgenommen. Ne? Weil wenn die Kids sich dann jeden Tag duschen, dann muss man das mitnehmen. Ich habe auch noch für unterwegs auf die Fahrt, ne, wenn wir dann irgendwo da anhalten, auf Toilette gehen. Vielleicht ist da keine Seife, habe ich gesagt, gut, nehme ich noch Seife mit. Dann, achso ja, für die Kids, für deren, die haben ja alle feste Zahnspange, außer einer. Genau, hier nochmal für die Zwischenräume, diese Bürsten, damit sie ihre Zähne gut reinigen. Haben wir gesagt, nehmen wir nochmal neue mit für die Reise. Dann haben wir hier noch eine Wundheilsalbe, eine Zinksalbe, falls irgendwas sein sollte. Also ich mache da jetzt nochmal so ein Täschchen
ne, mit so ein bisschen so, ja, medizinischen Produkten, die wichtig sind. Dann zum Beispiel auch Insektenschutz, genau, wenn da in der Türkei zu viele Mücken sind oder so. Dann auch Babypuder, das hatte ich euch das erzählt? Weiß nicht. Auf jeden Fall hat das auch eine Freundin gesagt, das kriegen meine Kinder nämlich sehr oft, wenn es wirklich sehr, sehr heiß ist, gerade so, die meinten auch gerade so in der Autofahrt oder so, dann kriegen meine Kinder so leichte Pickelchen, so Schweißpickel nennt man das oder so. Und da hat sie mir empfohlen, Babypuder dann auf die Stellen aufzutragen. Dann was noch? Ja, ich habe halt noch mehr Sonnencreme mitgenommen. Hier ist noch ein Insektenspray. Dann habe ich noch eine Wundschutzcreme, Panthenolcreme, ne, falls dann doch irgendwo, ja, was verbrannt ist oder sonst irgendwas, ist halt immer gut, eine Panthenolcreme. Dann wichtig noch auf Reisen hier, diese Hygiene-WC-Papiersitz. Davon habe ich auch mehrere mitgenommen. Also, ne, auch gerade auf die Reise und so, will man sich nicht da auf die Toilette setzen, dafür halt ganz gut. Dann haben wir halt hier so ein Aloe Vera Body Spray, das habe ich eher so auch für mich und Medium gedacht, so zum Erfrischen, so ein bisschen so raufsprühen. Das war jetzt auch, glaube ich, 90% Aloe Vera, genau, ein bisschen Parfüm ist drin, aber gut. Hier nochmal so ein Desinfektionsspray, auch für unterwegs. Und was haben wir noch? Sonnencreme, Duschgel, Sonnencreme. Ach so, und ich habe noch ein bisschen flüssiges Waschmittel mitgenommen. Ja, auch da. Vielleicht muss ich dann irgendwie kurz mal was waschen oder so. Und ja, dann will ich halt nicht irgendwo rennen, Supermarkt. Ich nehme es jetzt einfach mal mit. Vielleicht lachen mich jetzt die einen oder anderen aus, aber ja, bei so vielen Kindern und wenn die dann irgendwas brauchen und so, dann schnell zum Waschen, dann ist es bereit. Wenn wir in Samsung sind, da haben wir ja eh dann Waschmaschine. Und wie gesagt, ich will dann halt nicht, wenn wir dann ankommen, den ersten Tag gleich sofort rennen und einkaufen müssen. Ne, weil gerade nach den 5 Tagen da haben wir keine Waschmaschine, dann kommt bestimmt halt ein Riesenbeutel Wäsche zusammen und dann kann ich halt gleich direkt Wäsche machen. Dann so, genau, mein Micellenreinigungswasser, was ich immer so benutze, habe ich nochmal in Mini geholt, damit ich mein großes nicht mitschleppen muss. Ja, wie gesagt, ganz viel Duschgel, Shampoos sind hier noch. Das war's. Ja, ich denke, wir sind gut ausgestattet. Jetzt packe ich das noch alles zusammen. Und genau, nur noch die Tasche der Jungs fehlt. Meine mache ich morgen. Medium ist schon fertig. Ja, jetzt ist eigentlich hauptsächlich, dann geht es noch ums Essen vorbereiten für die Fahrt. Ansonsten haben wir alles, ne? Ein paar Sachen habe ich mir wieder von Coro bestellt. Das ist ja mein Lieblings-Online-Shop, wenn es um, ja, Lebensmittel geht. Ich werde euch zeigen, was ich noch alles zubereiten werde für die Fahrt zum Essen. Unter anderem dachte ich mir, was ganz gut passt, so als Snack, ne, zusammen mit so Cherry-Tomaten und kleinen Gürkchen und Karotten und so. Hummus will ich mitnehmen. Dann dachte ich vielleicht auch noch, mache ich Falafel. Aber das, denke ich, kann man auch ganz gut mitnehmen. Deswegen habe ich mir hier so eine riesengroße Mischung bestellt. Und das ist mal gut, weil bei Coro gibt es eben diese Großpackung. Genauso wie auch Paranüsse. Die nehmen wir dann auch mit zum Snacken für unterwegs. Und natürlich auch meine liebsten Riegel. Die sind einfach bombastisch. Ich liebe diese ganzen Raw Bars und eben die ganzen gesunden Snacks, die ihr bei Coro findet. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ich verlinke euch den Shop in der Infobox. Ich habe auch einen kleinen Rabattcode, der steht auch in der Infobox. Genau, und das sind die habe ich jetzt schon, ich glaube, das bestelle ich jetzt schon 3. oder 4. Mal. Und zwar Himbeergeschmack. Die bestehen nur aus Datteln, Cashew, Mandel, Chiasamen und Himbeerpulver. Sonst gar nichts. Sonst ist es einfach so schön, dass es so clean Food ist. Unsere liebste Streichcreme zeige ich euch noch. Die bestellen wir auch jedes Mal. Das ist die allerliebste Streichcreme ever. Und ansonsten, was habe ich noch? Meine Gemüsebrühe. Gemüsebrühe bestelle ich auch immer von da, weil die ist ohne Geschmacksverstärker. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Und was noch? Ich habe mir diesmal das erste Mal solche gefriergetrockneten Erdbeeren bestellt. Da bin ich auch mal gespannt. Ich dachte so, wenn ich immer so die Müsli-Riegel, die ich ja immer selber mache, da dachte ich mal, könnte man auch so ein bisschen diese Erdbeeren klein bröseln oder gerade auch so für meine Bowls. Genau, wollte ich unbedingt mal ausprobieren oder ich denke mal auch so zum Snacken. Ja, probieren. Genau, das war so meine Bestellung. Hast du noch ein größeres geholt als das? Ja. Echt? Das hattest du ja ausgeliehen? Ja. Und das ist noch größer? Das ist auch ausgeliehen. Ja, aber ist doch gut. Also das war eigentlich das ursprüngliche, was er geholt hat. Und jetzt noch größer. Super. Ja, da passt so alles rein. Ich war auf dem Dach drauf. Ja? Ja. Wow. Cool. Es sind gerade Reifen drin.
Ne? Also, ich meine, also so viel haben wir jetzt auch nicht, aber ich finde es halt ganz gut, weil wir können dann hier die Kühlbox hin tun. Wir haben, wie gesagt, die Rucksäcke der Kinder. Ja, eben das ganze Essen, viel Wasser eben. Wir müssen ja viel Wasser holen. Und dann wird es schon sehr, sehr knapp hier, ne? Von daher ist es ganz gut mit der Box jetzt da oben. Meine Lieben, es ist Dienstag. Morgen ist es soweit, wir fahren los. Fragt mich nicht, wie weit ich bin. Ich habe meinen Koffer noch nicht gepackt. Ich muss heute das ganze Essen vorbereiten für morgen, für die Fahrt. Wir fahren ja mittags 12 Uhr los. Inshallah. Das Auto ist jetzt kurzfristig nochmal in der Werkstatt, um nochmal zu überprüfen, weil da irgendwie ein bisschen Öl ausläuft. Ja, ich wusste, dass es kommt, dass genauso kurz vorher irgendwie Sachen schief gehen. Auch unsere Unterkunft, die wir, also ich weiß ja nicht, ob ich das erzählt habe, ne, aber wir fahren ja los. Ich werde euch, wenn ich im Auto bin, dann nochmal genau unsere Strecke erklären. Wir werden ja erstmal 5 Tage, hatte ich ja im Vlog davor erklärt, 5 Tage in so einem All-Inclusive-Resort sein. Und danach geht es halt weiter nach Samsun. Und dort hatten wir eigentlich eine Unterkunft gefunden. Und da ist jetzt rausgekommen, dass es gar nicht so ist, wie es auf den Bildern aussieht. Und die ist eigentlich extrem teuer. Gut, also ich weiß nicht, wir machen alle da einfach spontan. Ich habe gesagt, es wird ein Abenteuer und das wird es auf jeden Fall. Ich wollte euch aber auf jeden Fall jetzt nochmal die wichtigsten Punkte sagen, die man beachten sollte, wenn man ins Ausland fährt mit dem Auto, gerade so aktuell, weil das haben sich auch viele gewünscht, deswegen dachte ich, ich mache das hier mit rein, für diejenigen, die auch noch losfahren wollen, ne, viele fahren ja auch später los, deswegen denke ich, dass das für den einen oder anderen hilfreich ist und auch vielen lieben Dank dafür, dass ihr auch fleißig in den Kommentaren mir die Tipps gegeben habt, auch auf Instagram, da bin ich euch wirklich super, super dankbar, da habt ihr uns echt weitergeholfen, weil das wirklich super Tipps waren, deswegen dann auch hier nochmal will ich sie dann gerne mit euch teilen. Und dann, ja, wie gesagt, muss ich noch das ganze Essen vorbereiten, meinen Koffer noch selbst noch packen und dann, ja, geht es dann auch morgen schon los. Oh Gott, ich bin da auch gering, ich weiß nicht, was passiert alles. Es geht alles schief, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, so. Unter anderem, was hatte ich mir notiert? Genau, wenn ihr losfährt, dann ist es empfehlenswert, schon vorher die Reservierung zum Übernachten. Wir haben ja gesagt, wir fahren ganz chillig los. Das heißt, wir werden zweimal übernachten. Einmal in Ungarn und einmal in Edirne. Das ist also direkt, wenn wir dann in die Türkei reinfahren, sind wir dann in Edirne und dort übernachten wir auch nochmal. Also wir möchten halt einfach nachts auch nicht fahren. Deswegen wir werden tagsüber die ganze Zeit fahren und nachts dann ausschlafen. Also wie gesagt, ganz, ganz chillig. Und da eben haben wir schon vorab die beiden Hotels reserviert über Booking.com. Also es war dann super einfach und easy. Wir haben jeweils immer 2 Zimmer mit 5 Schlafplätzen jeweils. Also das hat super geklappt. Dann hatte ich euch auch nicht erzählt, ne, dass wir dann plötzlich festgestellt haben, dass die Pässe der Sechslinge abgelaufen sind. Mann, ich so... irgendjemand meinte dann zu uns, ja, kontrollier mal die Pässe. Und wir so, nee, alle Pässe sind gut. Wir haben ja erst vor kurzem die Pässe der Kinder neu gemacht. Und er meinte, nein, guck mal lieber nach. Und dann gucken wir die Pässe und schauen, die von den Sechslingen sind abgelaufen. Wir hatten die 2018 nämlich neu gemacht gehabt und wussten nicht, dass die Kinder ja mit 12 kriegen sie ja dann richtigen Reisepass. Davor ist es, jetzt ist ja nochmal neu rausgekommen seit dieses Jahr, dass ja wirklich die Kinder jedes Jahr einen neuen vorübergehenden Pass sozusagen bekommen und mit 12 kriegt man den richtigen. Deswegen haben sie uns damals den vor 2 Jahren eben nur bis eben dieses Jahr ausgestellt gehabt und die waren abgelaufen. Dann sind wir super schnell nochmal hin, haben ja doppelt so viel zahlen müssen, weil wir haben Express beantragt. Sonst hätten wir eben 5 bis 6 Wochen auf die Pässe warten müssen und das hätten wir nicht mehr geschafft. Deswegen mit Express haben wir die dann nach einer Woche bekommen und haben ja dann um die, was war das, 415 Euro bezahlen müssen für die Sechslinge. Malik Musas ist dann noch bis November gültig. Da haben wir schon einen neuen Termin für ihn gemacht. Der ist wie gesagt noch gültig, das ist kein Problem. Ja, aber nun gut. So, dann als nächstes braucht man die Vignette. Das ist für die Slowakei, für Tschechien, für Ungarn und Bulgarien. Dort werden wir ja überall durchfahren und da braucht man die Vignette. Ja, fragt mich mal genau, was diese Vignette ist. Straßengebühren für diese Autobahnfahrten. Wie gesagt, durch Slowakei, Tschechien, Ungarn
und Bulgarien, und das konnte man schon direkt auch online schon direkt bezahlen. Dann hat man das parat, ne? Wenn wir durchfahren würden ohne Pausen, wäre es 1 Tag und 7 Stunden. Und 2000, also insgesamt die Strecke, bis wir dann also am Endziel sozusagen sind. Wir machen ja den Zwischenstopp in Yalova, ne? Das ist Nähe Istanbul. Und dann geht es bis nach Samsun Engis. Ne? Obwohl wir bleiben ja in Atakum oder so, inshallah. zu Opa, Oma. Genau, aber Opa, Oma sind in Engis und das sind 2924 Kilometer. Mashallah. Hui. Ja, mal gucken. So, also wie gesagt, diese Vignette schon mal online beantragen, dann habt ihr diesen Stress nicht, ne? Weil sonst würde man eventuell angehalten werden, ne, und musste das so bezahlen. Ach so, bevor ich vergesse, ne, mir haben noch viele gesagt, auf jeden Fall beim Tanken nicht bar bezahlen, sondern mit Karte, weil man wird sonst oft abgezockt. Dann, wenn man in die Türkei fährt, muss man online, das ist Register Health, Government Türkiye, also ist so eine E-Mail-Seite. Da muss man auf jeden Fall, das ist jetzt durch Corona bedingt, sich registrieren und dort einfach seine Daten angeben und wo man sich aufhalten wird. Das ist wichtig. Hast du das überhaupt gemacht? Machen wir heute. Okay, gut. 72 Stunden vorher. 72 Stunden vorher auf jeden Fall angeben, dass man da einreist und wo man sich aufhalten wird. Auf jeden Fall, wenn man mit dem Auto fährt, ADAC extra Vertrag abschließen, Auslandshaftpflicht. Plus, genau, ganz wichtig, denn man weiß nie, Allah korusun, irgendwas passiert, man hat eine Panne oder irgendwas. Dann, was? Ist doch von unserer Verwandtschaft. Ja, bei unserer Verwandtschaft ist schon. Von Bulgarien bis nach Samsun. Genau, also wenn man das hat und irgendwas sollte passieren, Auto krepelt ab oder so, dann wirklich kommt der ADAC und der bringt einen auch dann dahin, wo man hin will und schleppt das Auto ab und so weiter. Deswegen ganz, ganz wichtig das. Dann Auslandskrankenschein. Auch da einfach bei der Krankenkasse anrufen, sagen, dass man einen Auslandskrankenschein braucht, und das haben die auch innerhalb von 2 Tagen war es per Post angekommen. Also auch da wichtig, falls, ne, man weiß ja nie, gerade mit Kindern, vielleicht muss man mal zum Arzt oder so, dann hat man dann auf jeden Fall einen Auslandskrankenschein. Grüne Karte braucht man, um durch die Länder durchzufahren. Das ist auch von der Versicherung, die schicken die das sofort zu. Gut. Oh, siehst du, gut, dass du hier bist. Hätte ich jetzt nicht erklären können. Die Karte war früher grün, jetzt ist sie nicht mehr grün. Okay, jetzt ist sie was blau. Ganz normal. Ganz normal. Okay, also wir waren grüne Karte. Dann Köprü ödemleri. Ich hab's nie alles auf Türkisch auch. Also die türkischen Brücken, die neuen. Warum setzt du dich nicht hier? Um die zu überqueren, muss man das zahlst du auch vorher schon oder hast du vorher schon bezahlt oder? HGS, ich glaube heißt es. Hast du das vorher schon bezahlt oder? Die kann man sofort da bezahlen. Ja. Oder man sammelt die ganzen Brücken, sage ich mal, und dann geht man bei der Post direkt das bezahlen. Ah, okay. Okay, also man muss solche Brückengebühr. Aber das ist ja nur die in Istanbul, ne? Brückengebühren, ja. Ja. Okay, dann die Frage wegen Corona-Tests. Also es gibt 2 Möglichkeiten. Man muss auf jeden Fall getestet sein, es sei denn, man ist vollständig geimpft oder genesen. Und da braucht man dann auch eine Bescheinigung oder halt eben diese Bescheinigung, dass man immun ist. Ne? Also dass man genug Antikörper hat. Genau, da braucht man die Bestätigung, und da ist auch noch so ein Limit, ne? Es darf nicht älter sein wie so und nicht später sein wie so und so. Das kann man alles online nachlesen. Ansonsten entweder den großen PCR-Test machen, der ist dann 72 Stunden gültig, oder jetzt auch ist es möglich mit Schnelltest zu fahren. Das ist dann aber 48 Stunden gültig, also das ist ganz wichtig. Genau, dann kamen ja auch noch ganz viele Fragen wegen den Katzen. Ich habe ja ganz viel nachgefragt, auch bei Instagram und so weiter. Und es gibt ja so Möglichkeiten wie so Katzenhotel und so. Aber ich habe auch direkt das Gefühl bekommen, nee, wenn wir jetzt die Katzen
irgendwo abgeben, dann haben die doch das Gefühl, wir haben unsere Katzen weggegeben, so, wisst ihr, was ich meine? Und da haben mir auch ganz, ganz viele geschrieben, nein, es ist nicht gut, die Katzen aus ihrem gewohnten Umfeld zu nehmen. Deswegen haben die meisten wirklich auch gesagt, nee, am besten wirklich zu Hause lassen die Katzen und ja, dass sich jemand um sie kümmern kann täglich. Und ja, da haben wir Gott sei Dank wirklich Glück, dass unser lieber Nachbar das übernehmen wird, dass er sich täglich um die Katzen kümmern wird. Ja, da sind wir wirklich sehr, sehr froh. Und ich glaube, unsere Katzen werden das auch genießen, dass sie Urlaub haben werden vor den Kindern, denn wir haben nämlich keine Schmusekatzen. Unsere Katzen lieben uns nicht. Die wollen einfach nur chillen, die mögen es nicht, auf den Arm genommen zu werden und geknuddelt zu werden. Deswegen denke ich, die freuen sich, dass sie auch mal Ruhe haben vor den Kindern. So, und dann als letztes, oh Gott, kann ich nicht mehr sitzen. Als letztes war ja noch Thema Zehra. Ich hatte ja schon gesagt, Zehra ist diejenige, die fliegen wird, weil sie passt, einer ist ja zu viel in unserem Auto. Ihr wisst ja, wir haben ja 2 Autos, also einen großen 9-Sitzer. Mehr können wir nicht, 10-Sitzer gibt es nicht. Wenn, dann gibt es diese größeren Autos und da braucht man Führerschein Klasse D. So, das ist das, was wir wissen. Und da ich ja immer ja, viel rumflitze in der Stadt und hier in Berlin und ich nicht den riesen Bus fahren möchte, wenn ich dann mal einkaufen gehe oder Termine erledige, auch oft mit einzelnen Kindern oder mit 2 Kindern, habe ich halt immer ein kleines Auto. Somit, ja, wollen wir aber auch nicht jetzt mit 2 Autos in die Türkei fahren. Und ja, und Zehra fliegt, weil passt genau richtig, weil Bekannte von uns nämlich fliegen und das Mädchen auch Zehras Freundin ist. Deswegen haben wir Zehra gefragt, möchtest du mit deiner Freundin mitfliegen? Sie hat gesagt, ja, sonst hätten wir nämlich Meryem geschickt. Somit darf Zehra fliegen und auf den Rückweg werden wir wahrscheinlich Meryem dann ins Flugzeug schmeißen. Ich glaube, ich habe das Wichtigste zusammengefasst. So, ich muss mich beeilen, weil ich habe jetzt noch eine Online-Konferenz. Und dann, genau, ich muss jetzt nur noch heute diese ganzen Essenssachen machen. Ich hoffe, ich kann das noch ein bisschen filmen. Ich habe nämlich gestern noch die ganze Bude geputzt. Ich habe nämlich die ganzen Teppiche eingerollt, weil, ja klar, die Katzen kotzen ja auch mal ab und zu und so weiter. Und dann, ja, vielleicht sieht es der Nachbar nicht und dann will ich nicht, dass es irgendwie auf den Teppichen ist oder eintrocknet oder so. Naja, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Deswegen habe ich alles so ein bisschen vorbereitet, sauber gemacht, die Teppiche weggemacht und so weiter. Mach's den Katzen halt unten gemütlich. Mach auch hier oben alles zu, damit die halt wirklich jetzt nicht die ganze Wohnung demolieren. Das ganze Haus. Und ja, und wie gesagt, ich nehme euch noch ein bisschen mit beim Essen vorbereiten und dann sehen wir uns eigentlich erst dann im nächsten Vlog wieder, wenn es dann losgeht. Ich bin gespannt, ob das jetzt alles so funktioniert, ob jetzt das Auto fahrtüchtig ist. Ich habe keine Ahnung, ob das Auto fahrtüchtig ist, ob es mit unserer Unterkunft in Samsun klappt und so weiter, aber ich halte euch auf dem Laufenden. Also, auf jeden Fall Kanal abonnieren und Benachrichtigungsglocke aktivieren, damit ihr dann das nächste Video nicht verpasst und seht, wie es dann weitergeht. Fluffig, saftig, weich. Ja, die Pizzaschnecken und morgen, das sind die Sachen haben wir geplant, nämlich für den 2. Tag. Die machen wir in die Kühlbox. Und für morgen machen wir frisch Sandwiches. Also morgen geht es weiter noch das ganze Gemüse klein schneiden und so Obst vorbereiten. Aber das gibt es dann morgen. Mann,
Sehe ich das gerade richtig? Ja, du. Genau du. Warum hast du noch nicht das Video geliked? Doch. Hä? Leute, er schlägt mich gleich weg. In dein Gesicht.